Ja, meine Damen und Herren, ich habe mit Tracy zusammen ein Anime produziert. Wer meinen Kanal verfolgt, der kennt Tracy ja vielleicht schon ein bisschen. Hallo ihr Lieben, ich bin Tracy. Natürlich haben wir dafür KI benutzt, aber eben nicht nur KI. Wir haben sogar eine japanische Synchronsprecherin engagiert. Es sollte möglichst echt wirken und eine KI kriegt das auch nicht so ausdrucksstark hin, wie das eben ein Mensch könnte. Wir haben hier in meinem kleinen semi-professionellen Greenscreen-Studio jede einzelne Einstellung gedreht, haben alles einzeln in die KI reingefüttert und haben der gesagt, okay, mach das bitte zu einem Anime-Look. So was Ähnliches habe ich vor einer Weile schon mal gemacht auf meinem Zweitkanal. Da haben wir auch mal so einen kurzen Film gemacht. Der Film hatte für meinen Zweitkanal relativ hohe Aufrufzahlen und für deinen Kanal haben wir das ja auch schon mal gemacht mit diesem Die Schöne und das Biest Mock-up. Die Reaktionen darauf waren relativ gut. Genau, also bei mir hat jemand geschrieben, wir sollen ein Tutorial machen und bei dir hat jemand geschrieben, schade, leider ist es so kurz. Genau, deswegen wollten wir doch unbedingt mal eine etwas längere Szene produzieren. Andere Leute hier auf YouTube haben natürlich auch sowas schon gemacht, solche KI-Filme, aber wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, dann wisst ihr, das wirkt meistens relativ statisch, da bewegt sich gerade mal der Mund und es gibt eine leichte Kamerafahrt, aber da passiert irgendwie nicht viel. Also es sieht meistens ungefähr so aus. Oh mein Gott, die exzessiv überdimensional apokalyptischen Außerirdischen greifen barbarisch an. Die Zerstörung ist brachial-martialisch. Ja, es sieht so hart, exzessiv, eklatant und infernal verheerend aus. Wir werden ultimativ bestialisch draufgehen. Boah, das ist so spannend. Ja, so spannend. Gut, das war jetzt natürlich von mir imitierte KI, was irgendwie lustig ist, weil KI ja normalerweise Menschen imitiert. Egal. Eine Ausnahme gibt es und zwar Corridor Digital. Das ist ein ziemlich großer Kanal. Die haben das ungefähr vor einem Jahr gemacht, haben halt auch alles vor Greenscreen gedreht, haben das mit ihrer eigenen KI umwandeln lassen. Das war damals allerdings noch relativ aufwendig und da haben auch mehrere Leute mitgearbeitet. Ja, mittlerweile kann das natürlich jeder einfach so mehr oder weniger machen und das gibt es auch nicht erst seit gestern, aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht eher dazu gekommen, das zu machen. Genauso wenig, wie ich bisher dazu gekommen bin, ein Abo-Special zu machen, weil ich habe jetzt nämlich nicht mehr 300 Abonnenten wie bis vor kurzem noch, sondern Alter, was ist passiert? Ja. Gut, ein paar Shorts mit einer Ampel und zack, sieht mein Kanal plötzlich aus wie ein echter YouTube-Kanal. Ja gut, auf jeden Fall hat mich das ein bisschen überrumpelt und irgendwas muss ich mir da noch ausdenken als Abo-Special. Ich wollte jedenfalls, dass in meinem Anime so ein bisschen was passiert und sich nicht nur Münder und Köpfe so ein bisschen bewegen. Das Ganze habe ich mit Domo AI gemacht. Das ist hier keine Werbung, das habe ich halt einfach privat dafür genutzt. Man kann dort Videos in alle möglichen Stile umwandeln, zum Beispiel in sowas oder sowas. Ja, aber es klappt eben alles noch nicht so ganz auf Anhieb. Ich habe zum Beispiel mal ein Reel von mir da reingefüttert und habe das in 3D umwandeln lassen und naja, weil ich halt so fett bin, hat mir die KI dann einfach halt Titten dazu gedichtet. Und auch der Anime-Stil hat so ein bisschen Probleme mit sich gebracht. Wenn man zum Beispiel sich zu weit entfernt hat, von der Kamera weiter im Hintergrund war, dann sind die Details verschwommen und die Gesichter sahen irgendwann so ein bisschen kartoffelmäßig aus. Wenn man zu dicht an die Kamera rangegangen ist, dann sah das auch merkwürdig aus. Dann gab es plötzlich zu viele Details und ja, auch das sah irgendwie nicht mehr so richtig nach Anime aus. Also habe ich das Ganze zweimal durch die KI gejagt. Einmal für die Körper und einmal für die Gesichter und habe das dann in After Effects alles zusammengebaut. Andere Details musste ich zum Beispiel auch noch manuell machen, wie zum Beispiel hier diese Hand. Die wurde einfach mal falsch rum von der KI interpretiert. Die musste ich dann halt Bild für Bild quasi manuell zeichnen. Dann habe ich das Ganze Yuri geschickt, der japanischen Synchronsprecherin. Sie hat das Ganze synchronisiert, mir den Ton zurückgeschickt. Ich habe alles zusammengebaut und dann können wir uns jetzt mal das Ergebnis angucken. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe selber den fertigen Film noch nicht angeschaut. Trotzdem soll es ja gemütlich werden, auch wenn es nur kurz ist. Okay, dann starten wir mal. Okay. Alles klar. Also das überrascht mich jetzt, aber wirklich. Wie findest du denn deine Manga-Stimme?
Deine Anime-Stimme. Erstaunlicherweise authentisch. Ich habe die natürlich ausgesucht, also dass sie nicht einfach irgendeine Sprecherin ist, sondern die hat solche Jobs schon übernommen für Computerspiele und irgendwelche Ansagen und so, die eben so typisch anime-mäßig klingen sollen. Wer übrigens wissen will, was da überhaupt gesprochen wurde, dieses Video hier hat Untertitel. Ihr könnt die anschalten und zurückspulen zur Kapitelmarke und euch das gerne nochmal angucken mit Untertiteln. Ich packe den ganzen Film Szene für Szene mal Side by Side quasi mit dem Ergebnis und dem Greenscreen nebeneinander auf meinen Zweitkanal. Wer will, kann sich das da nochmal angucken. Wer mal bei Tracy vorbeigucken will, der kann gerne auf ihrem Kanal gucken. Ich verlinke das mal unten. Ich bin übrigens auch zu Gast bei ihr ab und zu. Ja, komm gerne vorbei. Oder wer Yuri mal für seinen eigenen Anime-Film buchen will, die Links von ihr packe ich auch mal unten rein. Ja, und was macht ein guter YouTuber am Ende seines Videos? Genau, der Call to Action. Und wie seht ihr das? Ahaha, schreibt mir die Kommentare. Ja, gut, ich mache das jetzt hier in diesem Fall, aber auf diese Art und Weise. 皆さん、動画にいいねとコメントよろしくお願いします。ヘイゲンブレックトへのチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃあねTschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann gab es plötzlich erschreckend viele Details und das sah auch nicht mehr unbedingt so nach Oh Gott. Nein, dieses Wort sage ich hier nicht.